Alles gut? Ich habe mich vorbereitet heute, damit ich jetzt hier wirklich performen kann. Ich war noch im Fitnessstudio. Was? Nein, die hatten bei uns Post reingeworfen, da war für die, habe ich rübergebracht. Und ne, ich habe mich aber für ein Gerät interessiert, habe da auch eine Cola gezogen und kam der Haus-Arnold auf mich zu, hat gerade eine 10er-Karte auf der Sonnenbank so runtergesonnt, ne? Eine Haut wie eine Pinnwand und sagt zu mir, hör mal, was ist denn hier mal mit dem Schnupperkurs? Ich so, nö. Pass auf, ich zeig dir ein paar Geräte, das ist ein Stepper. Ich sag, den habe ich mit in die Miete, wir nennen das Treppe. Kommt ja noch einer, pass auf. Und mit Einkaufstüten bietet ihr ja gar nicht an. Sagt er, das ist Spinning. Ich sag, pass auf, da ist ein Fahrrad, was nicht ankommt. Da kriegst du einen Clip am Ohr, wenn du über 180 Puls bist, dann brechen wir ab. Ich sag, Junge, ich krieg 180 Puls, wenn ich einen Joghurt umrühre. Ja. Und als ich letztes Mal am Laufband war, haben sie mich auf den Supermarkt geschmissen. Ne? Ja. Dankeschön. Ich finde ihn auch klasse. Ne, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich lieber in der Kneipe. Letztes Mal war ich aber in der Kneipe, mir ging es nicht gut. Ja, danke. Ich hatte so leichtes Magenrumoren. Ne? Also, falls der Zeit, mir am Finger zu ziehen. Ey, boah, geh mal auf Toilette. Ich geguckt, wo ist hier die Toilette? Auf der Suche nach dem Harnsteinzimmer. Ich geguckt. Habe ich gefunden, ich da rein. D für Deutsche, ich da rein. Der Holländer war alles voll, ne? Ich mach die Tür auf, durch den Bewegungsmelder geht da Licht an, hinten in die Kabine ruft einer Danke. Ich setz mich in so eine Kabine rein, eine Kabine weiter kommt einer rein und sagt so, wie ist es? Ich sag, ja. Muss, ne? Sagt er, was machst du? Ich sag, ich hoffe, das läuft. Sagt er, sehen wir uns gleich noch? Ich sag, wenn wir zur selben Zeit aus der Kabine kommen, 100%ig. Sagt er, hör mal, ich muss auflegen. Neben sich in der Kabine, er labert immer dazwischen. Der hat ja auch Schweren am Helm, muss man ganz ehrlich sagen. Der kam mal bei uns am Tisch, sagte, hör mal, kann ich mal kurz stören? Ich sage, was ist denn? Nee, ich wollte nur stören. Ja? Und der ist mein Nachbar. Man kann das Wort Nachbarschaft nicht ohne A schreiben, das kann kein Zufall sein. Ja? Der hat mal bei mir geklingelt und sagt so, hör mal, kann ich mir mal deinen Staubsauger ausleihen? Ich sage, wenn der bei mir in der Wohnung bleibt. Hör mal, ne? Und ist das schön, ich habe damals meine Frau in demselben Haus habe ich kennengelernt, also meine Ex-Frau. Nee, sie ist neu eingezogen und ihr Hund ging mir auf die Eier. Ja, also der hat die ganze Zeit gebellt, ich bei ihr geschellt, ich wollte mich beschweren, da macht sie auf, hatte so eine Art Keuchhusten, also kein Hund. Und ja. Haben wir eine geile Zeit gehabt, haben wir so einen DVD-Abend gemacht und sie sagt so, oh, ich mag so Filme, wo man am Schluss ein Taschentuch braucht und egal, die steht auf Pornos. Ne? Aber wir haben uns aber getrennt, wir hatten nur noch Ärger. Irgendwann war ich am PC, sag, wie war nochmal unser Passwort? Der Tag, als wir zusammenkamen, ich sag, da machst du noch extra. Immer. Ne? Und den letzten Satz, ich weiß bis heute noch, der letzte Satz war noch, ich sag so, hey, wo ist mein Bier? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, da ist es nicht. Vielen Dank.